Amen. Amen. Just want to look at some Spirit of Prophecy quotes that deal with worship. Ich habe noch ein paar Zitate vom Geist der Weissagung, wo es um Anbetung geht. I just want to go to a Bible passage, Bible verse first. Zuerst allerdings schauen wir uns einen Bibelvers an, This is found in both Matthew und zwar in Matthäus and Luke. und Lukas. Just checking which one we'll go to first. We'll go to the Matthew version first. We might do both. They're actually different events, I think. Also wir schauen uns zuerst Matthäus an, Matthew 6. Matthäus 6, This is Sermon on the Mount. die Bergpredigt. No man can serve two masters. Which verse? Oh, sorry, verse 24. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, what is this person serving in this verse? Wem dient dieser Mensch also hier in diesem Vers? Man kann nicht zwei Herren dienen. Bitte? Ja, er versucht beiden Herren zu dienen. And what are the two masters? Und wer sind die beiden Herren? Gott und Mammon. What is mammon in German? What is it, how does it translate it? Mammon. Auch im Deutschen steht Mammon. Brother Roland, what is mammon? Was ist Mammon? Geld zu tun, Geld, die Liebe zum Geld. Love for money. Something with money. Okay, so it's not love in and of itself. Das ist also nicht die Liebe in sich selbst, It's just riches. das ist also Reichtum. Sorry? Riches. Reichtum, Wohlstand. So what's interesting is that they've turned riches, treasures, into a person. Also interessant ist, dass der Reichtum hier personell dargestellt wird. In the English, it's called the personification of something, Im Englischen nennt man das die Personifizierung von etwas. which is basically what idolatry is. They take a stone and they personify it and make it into a person, Das into a ist god. wie Götzendienst, wenn man einen Stein nimmt und ihn wie Gott behandelt. So I think you took the Webster's you took Webster's definition. Okay. Also das ist aus Websters. If you go to Strong's, Wenn man Strongs anschaut, it's a Babylonian word. It's 31:26, 31,26, ein babylonisches Wort. and in that in Strong's, it's actually avarice. What is avarice? Avarice is when you. Let's go for a definition of that. I don't want to give a wrong definition. I think avarice is when you grab for things.
Also Avarice im Englischen ist etwas, das man when you have a desire for things. nach Dingen hascht, Gier oder Geiz hat. What's it in English? Sorry, what's the definition in English? Dictionary. Die Definition im Englischen, Be very, you don't want to give, you want to have more and more, especially in du connection to willst money. nicht abgeben, du willst immer mehr haben. So avarice is an unusual desire of trying to gain wealth. Geiz ist ein ungewöhnliches Verlangen danach, Wohlstand zu erreichen. It's related to greediness or covetousness. Es steht in Bezug zu Greediness, You're greedy. Eifersucht und Geiz. So it's a desire to gain more things than you need. Ein Verlangen, mehr zu bekommen, als man braucht. And they take that word and they either personify it Sie nehmen das Wort und personifizieren es or they deify it, which means they turn it into a god. oder sie machen es göttlich, sie machen es zu Gott. So it's the personification of wealth. Also die Personifizierung von Reichtum. And if you go to Thayer's, it's the same definition, really. Und in Theos ist es die gleiche Definition. The point I wanted to make was this is serving, but this service is actually worship. Das ist also ein Dienst, der in Wirklichkeit aber Anbetung ist. King James says serve. Die King James Bibel sagt dienen. If you go to Acts of the Apostles, that's Ellen White, not the Bible, Die Wirken der Apostel von Ellen White sagt folgendes, page 73.4. Seite 73, Paragraph Paragraph AA 4. 73.4. I'm not going to read the whole. The paragraph begins, infinite wisdom. 74.1 im Deutschen. Die Überschrift ist unendliche Weisheit. I'm going to read, I think, the third sentence. The church would have been endangered if, in rapid increase of converts, men and women had been added who, while professing to serve God, were worshipping mammon. So we're going to paraphrase? Ja, please. So the church would have been in danger. She has it? Die Gemeinde wäre gefährdet worden, wenn mit der schnellen Zunahme von bekehrten Männern und Frauen hinzugetan worden wäre, die unter dem Vorwand, Gott zu dienen, den Mammon anbeten. So we will paraphrase. The church would be in danger Die Gemeinde wäre in Gefahr gewesen, if all these people that were joining the church, when it began to increase rapidly in number, und als die Gemeinde schnell an Mitgliedern wuchs, if while they professed to serve God, they were actually worshipping mammon. und während sie vorgaben, Gott zu dienen, haben sie doch in Wirklichkeit den Mammon angebetet. I'm just trying to look at the context of this. I think this is yeah, Ananias and Sapphira when they steal that money. Ananias und Sapphira, als sie das Geld gestohlen hatten, It's that story. um das geht's hier. So these that couple were worshipping mammon, Dieses Ehepaar hat den Mammon angebetet. which is why they were basically killed. Und deswegen wurden sie getötet. We'll drop down. Acts of the Apostles, page 137, paragraph Und 3. Nun 137 im gleichen Buch, Paragraph 3. 3. AA AA 137.3.
This is a story we discussed yesterday Diese Geschichte haben wir gestern betrachtet. about Cornelius. Über Cornelius ging es da. As Peter entered the house of the Gentile, Cornelius did not salute him as an ordinary visitor, but as one honored of heaven and sent to him by God. It is an Eastern custom to bow before a prince or other high dignitary, and for children to bow before their parents. But Cornelius, overwhelmed with reverence for the one sent by God to teach him, fell at the apostles' feet and worshipped him. Peter was horror-stricken, and he lifted up the centurion, saying, "Stand up, I myself also am a man." We'll just paraphrase. Also, Peter enters into Cornelius' home, Petrus kommt also in das Haus von Cornelius and Cornelius doesn't treat him like a normal visitor, und Cornelius behandelt ihn nicht wie einen normalen Besucher, but someone who is honored of heaven. sondern jemand, der aus dem Himmel geehrt wird. It's customary for people to bow to princes and even for children to bow to parents. Es ist die Gewohnheit, customary To bow before a prince or a vor einem king, Prinz sich niederzubeugen, wie Kinder es mit den Eltern tun. but when Cornelius bowed, it was different. Aber als Cornelius sich beugte, war das etwas anderes. He had reverence for Peter. Er hat Petrus verehrt. And that's why he worshipped him. Und deswegen hat er ihn angebetet. So he thought that Peter was basically a god. Er nahm an, dass Petrus von Gott kam. And so Peter is going to resist that. Und Petrus hat ihm da widerstanden. We'll drop down to another one. Acts of the Apostles, page 149, paragraph 1. Taten der Apostel 149.1. So this is Herod Es geht um Herodes. when he goes to Caesarea. Als er nach Caesarea kam, So this is 149, paragraph 4. We begin. It begins. Not long after. 49.1. Not long after Peter's deliverance from prison, Herod went to Caesarea. Paraphrase? Termina? Oh. Ja. Yeah, Yeah, you okay. can paraphrase. Not long after Peter's deliverance from prison, Herod went to Caesarea. Kurz danach, als Petrus aus dem Gefängnis herauskam, ging Herodes nach Caesarea. Last sentence. Letzter Satz. They further declared the people that while they had ever respected Herod as a ruler, Sie sagten auch, dass sie Herodes als Herrscher respektiert hatten from now onwards they would worship him as God or as a god. und von jetzt ab wollten sie ihn als Gott anbeten. So this is the same issue that Cornelius has. Das ist das gleiche Thema, wie Cornelius es hat. It's normal to respect a ruler, Es ist der Respekt vor einem Herrscher but now they want to turn him into a god. und jetzt wollen sie ihn zu Gott machen. And obviously once they do that, he gets struck down by God. Und wenn sie das tun oder er das annimmt, wird er von Gott gedemütigt. So I don't know if anybody had any other spirit prophecy quotes that they came across with respect to worship. Wenn noch jemand ein Zitat aus dem Geist der Wahrsagung hat, was Anbetung angeht, There are lots, there are thousands ach, in da spirit gibt es prophecy. viele, Tausende. It's not that difficult to find this dynamic about worshipping humans in a positive way and in a negative Die way. Dynamik, Menschen anzubeten, da findet man tausende Zitate bei Ellen White. So I think we've made a good summary Ich denke, wir haben eine gute Zusammenfassung gemacht, of why there's this issue between the 4 commandments and the 6. nämlich wegen dem Thema der 4 und 6 Gebote. It's all about parable teaching. Das geht dabei immer um Gleichnislehre. We've seen the necessity of this, hopefully. Hoffentlich haben wir die Notwendigkeit davon erkannt.
We've seen how deceptive it is Wir haben gesehen, wie verführerisch es ist, when we ignore parables, wenn wir Gleichnislehre nicht beachten. when we think that we will worship God, Denn wenn wir denken, Gott anzubeten we claim to, we desire to, und wir das gerne möchten und danach trachten, whilst at the same time we ignore what's visibly around us. zur gleichen Zeit aber das verachten, was sichtbar um uns herum geschieht oder ist. And this is not a minor issue. Das ist kein kleines Thema, keine kleine Sache. In many ways, this is central to what the problem is that not only this movement, but humanity faces. In vieler Hinsicht ist das ein zentrales Thema, was die Menschheit insgesamt angeht. Now, when you look at it in the context of 1 John, Wenn du dir 1. Johannes anschaust, it all seems quite sanitized and clean. sieht alles sehr sauber und geregelt aus, You know, like it's some simple mistake on the part of a Christian. wie ein kleiner Fehler auf Seiten der Christen. The thing just needs clarifying. Und die Sache muss geklärt werden. But when you take it to we'll call it the real world, Wenn the du das- outside world, Wenn du das Thema aber auf die Welt draußen beziehst, external events, Ereignisse von außerhalb, this same phenomena is happening there, but it has a slightly different feel to it. And so we then- don't notice, I think. dann geschieht das dort auch, aber wir bemerken das nicht. So, how do Adventists understand end time prophecy? What are they expecting to see? Wie verstehen Siebenten-Tags-Adventisten die Endzeitprophetie und was erwarten sie dort? Typical Adventist position. Typische adventistische Position. Brother Jonathan, you're good at this? So you're good at this? Typical Adventist positions? Okay. What's the typical Adventist position for the end of the world? What do they see happening? What are they expecting? Was glauben Adventisten normalerweise, was die Endzeitereignisse angeht? Was glauben sie, was da geschieht? If it's too vague, Sunday law, all that kind of stuff. Sonntagsgesetz zum Beispiel? Don't just say Sunday law. Who, how, why? Wer, warum? Who, how, why? Wer, wie, warum? Verfolgung vom Staat, weil du den Sabbat hältst. Who's doing the persecuting? Wer verfolgt? You said through. You said through the state. Der Staat würde verfolgen. I think you said that. Ah. Why are the state doing all of that? Warum macht der Staat all die Dinge? Weil sie die Gesetze machen. Und jetzt machen sie das Gesetz, den Sonntag zu halten. Und jetzt stellt der Staat sicher durch seine ausführende Gewalt. Okay. Brother Ailey? Sister Ailey, sorry? Sunday law, but Yeah, so I want a little bit more than just the Sunday law. Ich möchte noch ein bisschen mehr hören als nur das Sonntagsgesetz. The Pope who's behind everything. Der Papst ist hinter allem. Conspiracy theory. Konspirative Gedanken, That the Jesuits are everywhere. dass die Jesuiten hinter allem stehen. And that disasters are created to minimize the world population. Und alle Katastrophen werden kreiert, um die Weltbevölkerung zu minimieren. And new world order comes, a one world government. Und dass es eine Weltregierung gibt und ein neues Regierungssystem, Which we see in the EU and the UN. das wir in der EU und in der UN sehen können. So, the papacy. Das Papsttum also The papacy is prophetically whom? ist prophetisch wer? Just go to this chart. König des Nordens. How many kingdoms do you have here?
Wie viele Königreiche haben wir hier? You don't have 5. We have 4. Rome in the second phase. So this is Rome. Es geht um Rom. So the papacy is Rome, Das Papsttum ist Rom. and mention the state. Who is the state today, Es wurde der Staat genannt. Wer ist heute der Staat, prophetically? prophetisch gesehen? That's the same picture. Ist auf der The Karte king drauf. of the north. It's the king of the north on here. Then. Rome. It's Rome. Es ist Rom. Whether you want to go to the papacy or whether when you go to the state. Ob du nun den Der Staat Rome. nennst oder Rom, es handelt sich um Rom. So in the time of Christ, In Jesu Zeit, who, remember we're talking about the end, who is driving things? Who wants things to happen? wer pusht die Dinge nach vorne? Wer möchte, dass etwas passiert? Is it Rome that wants all of that? Ist das Rom, der das möchte? You or back to us? Aus adventistischer Sicht oder Just go straight to scriptures because there's no Adventist view now. Now it's scripture. es geht um die Schrift, da gibt es keine adventistische Sicht. The Church. So it's not Rome. It's The Church. Jews. the Jews, Es sind die Juden and und nicht Rom. not just like the Jews in general. Nicht die Juden ganz allgemein. It's the people that are demanding. Es sind die Menschen. It's not just a few leaders. Es sind nicht nur ein paar Leiter. They may raise the cry, Sie bringen den Ruf ans Tageslicht, but it's the people that are demanding this. aber die Menschen verlangen das. It's not just like Caiaphas on his own is saying, we want this. Es ist nicht nur Kaiphas, der sagt, das wollen wir. So the people want Barabbas, Die Menschen wollen Barabbas not Christ. und nicht Christus. Barabbas is what? Für wen steht Barabbas? For an Adventist. Für einen Adventist. Sunday law. Für das Sonntagsgesetz. Christ is. Sorry? Christ is the Sabbath. Barabbas is the Sunday. Christ is the Sabbath. Barabbas ist der Sonntag, Christus der Sabbat. Yeah? We should be comfortable with personifying issues or matters or Wir objects. müssen damit vertraut werden, gewisse Themen zu personifizieren. So it's the people that demand this. Die Menschen verlangen das. If you go to the Spirit of Prophecy, she's quite straight on this issue. Schwester Weid ist sehr klar über dieses Thema. That it's the people that want a Sunday law. Es ist das Volk, das ein Sonntagsgesetz begehrt. They're the ones that are demanding that. Sie verlangen danach. The Christians, these are Christian people that are demanding this, not secular people. Die Christen verlangen danach und nicht die weltlichen Menschen. So you have these Christians who are demanding a Sunday law. Wir sind also die Christen, die nach einem Sonntagsgesetz verlangen. The question that I asked Die Frage, die ich gestellt habe, is in John 4, 1 John 4, finden wir in 1. Johannes 4, when it talks about loving your brother wo or es loving darum God. geht, meine Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. It all seems clean in the context of our personal relationships one with another. Der Text scheint ganz klar und sauber zu sein, nämlich um persönliche Beziehungen zu unserem Nächsten. If you mistreat your children, Wenn du deine Kinder schlecht behandelst, you mismanage the way that you bring them up, dann machst du Fehler in der Art und Weise, wie du sie erziehst. the form of discipline that you give them is wrong, Die erzieherischen Maßnahmen sind falsch and you do all this in the name of God, und alles machst du im Namen Gottes. it's all lies. Das sind alles Lügen. It's not true. Das ist nicht wahr. And you might say, Vielleicht sagst du, well, I didn't know. gut, ich habe es nicht gewusst. We've spoken about, I think, not in class, but definitely in conversations here at the school, Also wir haben bereits darüber gesprochen, vielleicht nicht in der Klasse hier, aber in privater Unterhaltung. a common disciplinary technique Eine ganz allgemeine Disziplintechnik is what? ist was?
kein Essen oder Isolation. Parents will isolate the child, say, go to your room, Sie schicken ihr Kind in einen Raum or they'll forbid them food. They say, you will take access to food away from you. You're not allowed to eat. oder du bist nicht erlaubt zu essen, du hast keinen Zugang zu Lebensmitteln. And parents think this is a valid form of punishment. Und Eltern denken, das ist eine Form der Bestrafung, die in Ordnung ist. But every Christian should know, Aber jeder Christ sollte wissen, if we were really Christian wenn wir wirklich Christen sind and we understood the God that we serve, und den Gott verstehen, dem wir dienen, if you really knew him, wenn du ihn wirklich kennst, because we pray to him, we talk to him, we read about him, denn wir beten zu ihm, sprechen zu ihm und lesen über ihn, you would know that when a human being is created, dann würdest du wissen, als ein menschliches Wesen geschaffen wurde, what would you know, Sister Raylene, when you have this human being in front of you that's just been created? also was weißt du über das menschliche Wesen, das gerade erst geboren wurde? What would you know about them? That the baby needs help. Dass das Baby Hilfe braucht. No, not that the baby needs help. Nein, darum geht es nicht, Sister Trina? That it has rights. dass es Rechte hat. You would know that a baby has rights. Wir wüssten und wissen, dass ein Baby Rechte hat. It's not favors that you would give to the child. Das ist nicht eine Gunst, was du dem Kind gibst. It has rights. Es geht um seine Rechte. When you have a right, Wenn du Rechte hast, do you have to prove that? dann musst du das beweisen. Okay. Sorry? Musst du das beweisen? Musst du das beweisen, dass ein Kind Rechte hat? It's a rhetorical question. No, you don't. Nein, das müssen wir nicht. You don't have to ask people if it's your right. Du musst Menschen nicht danach fragen, ob es dein Recht ist. Now, if I came to your house, Wenn ich in dein Haus kommen würde, etiquette, you have etiquette, social behavior. what's that? Etikette, ja. Ich spreche über Etikette. Etiquette would demand Würde erwarten, verlangen, I can't just go into your kitchen and look into your fridge and take food. dass ich nicht einfach in deine Küche gehen kann und mir Essen da You herausnehmen kann. see it as an invasion of your privacy. Das wäre eine Übernahme meiner Privatsphäre. But if you're in a home Aber wenn du in einem Heim dich befindest and it's your food, und es dein Essen ist, you don't ask people's permission. dann brauchst du niemanden zu fragen. You just eat when you want to eat. Du isst einfach, wenn du essen möchtest. Because we all know, Denn wir wissen ja we alle, should know, sollten wissen, that human beings have rights. And one of those rights, dass Menschen Rechte haben und eins der Rechte, we can either call it pleasure wir können sagen Vergnügen or life. oder einfach das Leben. People have inalienable rights. Alienable. Unantastbare Rechte sind das. That means they have natural rights. Das sind natürliche Rechte. Doesn't have to be proven by them. Die müssen sie nicht erst beweisen. And one of those rights Und eins der Rechte is access to food. ist der Zugang zum Essen, zu Lebensmitteln. And what's the most important thing that a human being needs besides food? Und was ist das Wichtigste, was ein Mensch braucht neben dem Essen? Love. Love. Die Liebe. God said about the first human, what did he say about that human? Über den ersten Menschen, was hat Gott da gesagt? Good. Es ist nicht gut, dass er alleine ist. It's not just like, the way we read it, it's like it's not good, it's optional. Es geht nicht darum, dass es nicht gut ist oder optional. It's not optional. Es ist nicht optional. It's an inalienable right. Es ist ein unantastbares Recht. You are required Du bist verpflichtet, to have companionship. Umgang mit deinem Nächsten zu haben, Freundschaft. It's your right to have that. Es ist dein Recht, das zu haben. Why we've discussed this numerous times. Why does God create? Warum hat Gott überhaupt geschaffen? It's his inalienable right, Es ist ein Course. unantastbares Recht, but it's not his sovereign right ist aber nicht sein Recht as a als king. ein Herrscher, als König. I'm,
I'm not saying it is his sovereign right, but that's not the point we want to make. Es ist nicht sein Herrscherrecht, aber den Punkt He möchte ich cannot nicht machen. survive by himself, Er kann nicht durch sich selbst überleben. at least not properly. Jedenfalls nicht anständig He gut. has to have Er muss counterpart. ein Gegenstück haben. And what's strange Und was eigenartig ist, is that the God counterpart, we will call it the Godhead, isn't even enough for him. dass das göttliche Gegenstück für ihn nicht genügend ist. So when Ausreichend. Christian parents Wenn christliche Eltern tell their children to isolate, ihren Kindern sagen, dass sie allein sein müssen, they take away the inalienable right dann nehmen sie das unantastbare Recht des Kindes, because God said it's not good to be alone. weil Gott sagt, es ist nicht gut, alleine zu sein. And when they say you're not allowed to eat as a form of punishment, Und wenn sie sagen, du darfst jetzt nicht essen und sie damit bestrafen, again, you're taking away their right. dann nimmst du ihre Rechte weg. It's not a gift to feed a child. Es ist nicht ein Geschenk, dass man ein Kind Essen gibt To feed anybody. oder überhaupt irgendjemand zu essen gibt. What did we discuss yesterday, I think, Was wir gestern diskutiert haben, when we spoke about forms of worship? als wir um die Anbetungsformen gesprochen haben. What's the one that that was connected to food? Welches war im Zusammenhang mit Essen, Lebensmittel? No, good. There's more. Religion and making a loaf of bread. Cooking is a religious act. Das Kochen ist eine religiöse Tat. So when cooking food is a religious issue, Wenn du Essen kochst, ist das ein religiöses Thema you can see why it's your right to have food und du kannst dadurch sehen, dass es dein Recht ist, Essen zu haben. because it produces life Denn es schafft Leben and happiness. und Glücklichkeit. And for a parent to take that right away from their child, Und wenn Eltern dieses Recht von den Kindern wegnehmen, what would you call that now? wie würdest du das bezeichnen? Inequality. Ungleichheit? Just use some strong words. Etwas Slavery. stärkere Wörter? It's mistreatment, slavery, abuse, Sklavenhaltung, Abuse, Missbrauch. it's evil, Es ist böse and it's sin. und sündhaft. It's sin Es ist Sünde, to isolate your children and to stop and to prevent them from eating, dein Kind zu forbid them from isolieren eating. und ihm zu verbieten, Essen zu haben, When you take away their rights. wenn du ihre Rechte wegnimmst. That's why Adventists think the Sabbath Sunday issue is sin. Deswegen denken die Adventisten, dass das Thema Sabbat-Sonntag Sünde ist. Because you're going to take away a person's right Denn du nimmst das Recht einer Person weg, to do what? um was zu tun? To worship in the way that they decide. So anzubeten, wie sie es bestimmen. That's why it's sin. Deswegen ist es Sünde. It's not that they want to promote Sunday, Es geht gar nicht, den Sonntag jetzt the way an zu Adventist promoten, understands it. wie Adventisten das verstehen. They want to destroy your ability to do things. Sie wollen deine Möglichkeit zerstören, irgendetwas zu tun. So, how can it be Christians who claim to know God Wie kann es sein, dass Christen, die vorgeben, Gott zu kennen, would devise a form of punishment eine Art der Bestrafung, Device, invent, einzuführen, that's directly opposed to his will, die im direkten Gegensatz zu seinem Willen steht, and they do it in his name. und sie tun das in seinem Namen. So we can see this clearly, this concept being brought to view here, how it's a lie that you think you know God. Wir sehen das hier ganz klar, dass es eine Lüge ist, wenn du glaubst, Gott zu kennen. You think you worship God, Du glaubst, serve him Gott anzubeten, ihm zu dienen, by forbidding food for your child indem du deinem Kind das Essen verweigerst. in his name. Und zwar in seinem Namen. Brother Jonathan. So is it sin to lock somebody up because he did a crime?
Ist es Sünde, jemand einzusperren, weil er kriminell geworden ist? No, I think there's valid forms of punishment. Ich denke, es gibt Formen der Bestrafung, die okay sind. When we move away from this type of interaction Wenn wir uns von dieser Art der Interaktion wegbewegen, to judicial punishment, zur gerichtlichen Bestrafung, the dynamics are different. ist die Abfolge unterschiedlich. So, I'll give you an example. Ich gebe ein Beispiel. Did God lock someone up Hat jemand Gott eingesperrt and we'll just like lock them up and throw away the key? und den Schlüssel gleichzeitig weggeworfen? Who was that person? Wer war das? Satan am Ende der 1000 Jahre? Even Satan before the 6,000 years. Auch Satan vor den 6000 Jahren? It's just that we think it's worded differently. The The wording is. Ja, die Worte sind etwas unterschiedlich. There was war in heaven, Da war Krieg im Himmel and Satan was, it says thrown out, but I'm going to say he was locked out of heaven. Er wurde herausgeschmissen, aber er wurde auch aus dem Himmel ausgesperrt. Just like we would lock out a child from this room. Wie wir ein Kind aus diesem Raum herauswerfen würden. So you take away that person, the child's inalienable right, Du nimmst also das unanfechtbare Recht von diesem Kind, but when it becomes a judicial issue, the dynamics are different. aber wenn es zu einem gerichtlichen Thema wird, ist die Dynamik unterschiedlich. So there is a place for, if we want to call that corporal punishment. Es People don't normally call it corporal. Es gibt einen Platz für allgemeine Bestrafung. So let's come back to the end time scenario. Also nochmal zurück zum Endzeitgeschehen. This issue is alive and well today in the world. In fact, it's a prophetic subject. That's why we're addressing it. Dieses Thema ist ein prophetisches Thema und deswegen sprechen wir es an. Because we're so focused on Sabbath Sunday, Wir sind so fokussiert auf Sabbatsonntag we as Adventists, als Adventisten. we are missing the fulfillment of this issue as it's happening today. Wir gehen daran vorbei, dieses Thema zu sehen, wie es heute vor unseren Augen passiert. And it's so advanced, Und es ist so weit fortgeschritten, a regular Adventist doesn't see it. und dass ein allgemeiner Adventist das nicht erkennt. And I think many of us in the movement don't see the seriousness of what's going on. Und viele in unserer Bewegung sehen die Ernsthaftigkeit nicht von dem, was vor sich geht im Moment. So if you go, the place that's easy to see this is the United States. Einfach zu sehen ist das in den Vereinigten Staaten. What is happening there? Was passiert dort gerade? You have people, Du hast das Volk, Christians, Christen, they have promoted a person to do their bidding, to do their will. sie haben vorangetrieben, einen Menschen vorangebracht, ihren Willen zu tun. Donald Trump. Und zwar Donald Trump. So now, Donald Trump, Donald Trump, whatever his motivation, we won't question that. egal welche Motivation er hat, What's he want people to do? was möchte er, dass das Volk tut? Ihn zu mögen? Nein? To vote for him? You've got to keep the thread of the story. We're in 1 John 4. What does he want people to do? Was möchte er, dass das Volk tut? Worship him? Ihn anzubeten? Love him? Then I said then. Nothing to do with him. Hat nichts mit ihm zu tun. He is the puppet of the people. Er ist die Marionette des Volkes. Yes, we agree with that. The people put him there. Das Volk hat ihn dorthin gestellt. Saul is an extension of the people. Saul, King Saul. König Saulus, ist der verlängerte Arm des Volkes.
He was a man after their own heart. Er war ein Mann ihres Herzens. Okay, so if I say, what does Trump want? Wenn ich nun frage, was möchte denn Trump, I can just as easily say, kann ich ganz einfach sagen, what do the people want? das, was das Volk möchte. What do the people want? Was möchte das Volk? Christliche Nation? What does that mean, Was bedeutet das, a Christian nation? eine christliche Nation zu sein? 1 John 4. 1. Johannes 4. What's their number one priority? Was ist ihre allererste Priorität? They want to love God but not their neighbor. Sie wollen Gott lieben, but not. The number one priority, Neighbor. Aber no, nicht just ihren do this part Nachbarn. one, is that they want to serve God. Sie wollen als allererstes Gott dienen. They want to honor Him. Sie wollen ihn ehren. Therefore, this whole story about in God we trust Deswegen ist die ganze Geschichte in God we trust, wir vertrauen auf Gott. you take that story from the 1860s Und wenn man diese Geschichte von den 1860er Jahren nimmt and you bring it to our history, und sie nach heute verlagert, about 150 years, ungefähr 150 Jahre später, 160 years, 160 Jahre, we're now at a place where this concept has been refined to such a degree wir sind jetzt an einem Platz, wo dieses Konzept so verfeinert wurde, bis zu einem solchen Grad, that almost the imagination of everyone's heart dass die Vorstellung des Herzens eines jeden is what? ist was? Genesis. 1. Buch Mose Is evil ist böse continually. und zwar beständig. But the evil today Aber das Böse von heute isn't what we think is evil. ist nicht das, wo wir davon ausgehen, was böse ist. It's what? Was ist es? Taking care of your neighbor. Nicht dich um deinen Nächsten zu kümmern. No. It's serving God. Es geht um den Dienst an Gott. We love God, Wir lieben Gott, but we hate aber wir hassen our neighbor. unseren Nachbarn, So Nächsten. you have a dynamic in the United States that they've now got the man, their man, In den Vereinigten Staaten haben wir eine Dynamik, dass sie ihren Mann haben and his project, his objective is what? und sein Fokus, sein Projekt ist was? Das zu tun, was das Volk will. To love God Gott zu lieben. above your neighbor. Mehr als deine Nächsten. It's more important to love God than it is your neighbor. Es ist wichtiger, Gott zu lieben, als deine Nächsten. And that's what John is dealing with in this passage. Und darum geht es dem Johannes in diesem Abschnitt. Now, a classic Adventist position is what? Typische adventistische Position ist was? What do we call it? Wie nennen wir das? End time prophecy. We call it. Endzeitprophetie What nennen issue? wir. Worum geht's? The end of the world. What's the issue? Was ist Oh, das Thema? Sunday. The Sabbath, the Sunday law. Sonntagsgesetz. The Sunday law is nothing more Das than Sonntags- loving God Das Sonntagsgesetz ist nicht mehr als Gott zu lieben. above Über your neighbor, deinen Nächsten. above humans. Über Menschen. That's what that project is all about. Darum geht's bei diesem Projekt. So, if we just take the principle, Adventists are correct. Wenn wir nur dieses Prinzip anschauen, dann wären Adventisten richtig. Elder Jeff, when he brought this message to God's church, Als der Bruder Jeff diese Botschaft Gottes Gemeinde brachte, was correct in those principles. hat er diese Prinzipien korrigiert. That we have come to a place Can you repeat this with Elder Jeff? Elder Jeff was correct in his message Bruder Jeff war in seiner Botschaft richtig, in the principle that und zwar dort, we've come to a time period dass wir in eine Zeit kommen, where people want to serve God wo Menschen Gott dienen möchten, rather than their neighbor. mehr als ihren Nächsten.
As a good Adventist, he called that the Sunday law issue. Als guter Adventist hat er das Sonntagsthema bezeichnet. But that's just a simple misreading or misunderstanding of inspiration. They don't know how to read well. Aber das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man die Inspiration falsch liest. But the principle is right. Das Prinzip ist richtig. The world has come to a place, Die Welt kommt dorthin. when I say the world, we mean America Da in meinen this wir jetzt context, Amerika, wenn ich von Welt spreche, where they will serve God. wo sie Gott dienen wollen. It says here, they love him, Es heißt hier, sie lieben ihn, who they have not seen. den sie nicht gesehen haben. And they would rather serve him than serve other humans. Sie möchten also lieber ihm dienen als ihren Mitmenschen. What did we read from Matthew 6? Was haben wir aus Matthäus 6 gelesen? 6:24? Matthäus 6, 24. Wir können nicht zwei Herren dienen. Sister Esther, who are the two masters? Wer sind die zwei Herren? Not in this story, in our story. Nicht in dieser Geschichte, sondern unserer. God and I. God and Gott, who's Und? the I? ich, wer ist das Ich? Let me do it this way. What was my question? Who are the two persons? Two persons in our time. For Two us. persons. Like we have two masters. Okay, Two masters. so yeah, sorry. For you, Für dich, what are your two masters? What are the choices that you will have as your welch, two masters? welche Wahl hast du, wenn es um deine zwei Herren geht? Für dich persönlich. You said God. God. Gott And I take my will. Or Satan. See, we're so fixated about Satan. Wir sind so auf Satan fixiert. Matthew 6:24, Satan is not in this story. In Matthäus 6, 24 gibt es Satan in der No. Geschichte nicht. This verse is money, but your choices is not money. In diesem Vers geht es um Geld, aber deine Wahl wäre nicht das Geld. It's God Es ist Gott or oder mein Nachbarn. this one here. Hier, This one here. das da. You've got two choices. Du hast zwei Wahlmöglichkeiten. You either worship God Du betest Gott entweder an or you worship your neighbor. oder du betest deinen Nächsten an. People don't like worship. Menschen möchten nicht anbeten. We'll go to 1 John 4:20. Gehen wir zu 1. Johannes 4,20. You love God Du liebst Gott or oder you love your neighbor. It says brother here. deinen Nächsten und hier heißt es Bruder. If you say you love God, Wenn du sagst, du liebst Gott, what does Matthew 6:24 say? was sagt uns Matthäus 6, First 24 part. im ersten Teil? You can't serve two Du things. kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig dienen. So if I love God, Wenn ich also Gott okay, my liebe choices are in 1 John, und meine Wahl im 1. Johannes ist God or the human. That's my choice, isn't it? Gott oder das Menschliche, 1 John 4:20, that's what it says. 1. Two Johannes choices. 4,20 hast du zwei Wahlmöglichkeiten. If I choose that I love God, Wenn ich wähle, Gott zu lieben, what will I do to the human? was mache ich dann mit dem Menschlichen? You'll hate them. Du hasst sie. I don't want to reverse that. Wir, It's not, it doesn't, to reverse it would lose the point wenn du das umdrehen würdest, würdest du den eigentlichen Punkt verlieren. because you can argue why you wouldn't reverse it. Du kannst argumentieren, warum du das nicht What's umdrehen happening kannst. today Was heute passiert, is this issue. ist dieses Thema. People have promoted God Die Menschen haben Gott befördert, hochgehoben. They say we must obey him. Sie sagen, wir müssen ihm gehorchen. And when you do that, Und wenn du das tust, you will by definition aus der Definition heraus, your neighbor. würdest du deinen Nächsten hassen. That's what 1 John says. Das sagt 1. Johannes. If you love God,
you will hate your Wenn neighbor. du Gott liebst, wirst du deinen Nächsten hassen. Is that when you love God, you will love your neighbor. Das normale adventistische Verständnis ist, wenn du Gott liebst, wirst du deinen Nächsten auch lieben. It's even worse. Es ist noch schlimmer. They say, how do you, it's the same principle, I just want to make it Das ist das gleiche stronger. Prinzip. How do you actually have the ability to love your neighbor? Woher hast du überhaupt die Möglichkeit, deinen Nächsten zu lieben? By loving God. Indem du Gott liebst. We've got this so wrong, Wir haben das so falsch verstanden. it's scary. Das ist besorgniserregend. We go to such lengths to Wir haben so viele Anstrengungen gemacht, do this. das zu tun. We're prepared to lie, Wir to sind, give misinformation, wir sind vorbereitet zu lügen über falsche to Informationen, twist the story, die Geschichte zu verdrehen to call people names, oder gewisse, die Menschen irgendetwas zu heißen, to publicly humiliate them, öffentlich sie zu demütigen. all in the name of what? Alles im Namen von was? Of my love for God. Im Namen meiner Liebe zu Gott. I love him so much, Ich liebe ihn so sehr, I'm willing to publicly dass ich bereit bin, call people names, swear about them, tell lies about them. öffentlich die Menschen zu adressieren, sie als Lügner hinzustellen. In Lie and what? Und zu lügen über sie. In the English, there's a phrase Lügen that zu says, verbreiten. the end justifies the means. Das Do you have something like that? Ende rechtfertigt die Mittel. The end, God, Das Ende, nämlich Gott. you can justify doing anything to a human. Und Gott rechtfertigt alles, was du Menschen antust. And this is what's happening right before our eyes. Und das passiert genau vor unseren Augen. We call it, Wir nennen es in our movement, equality. in unserer Bewegung nämlich die Gleichheit. All we're doing is explaining this in a different way. Alles, was wir getan haben, wir haben es nur unterschiedlich erklärt. Those Christians, Solche Christen, they want to serve God. They want to trust in him. In God we trust. sie wollen Gott dienen und in ihm vertrauen. In God we trust ist das Schlagwort. What's the definitive phrase or statement that Trump will make or people make about Trump, Was ist his das, presidency? was ist das Statement über Trump? Brother Wolfgang, what is it? Make America great. Why did I ask you that question? Mach Amerika groß. Warum habe ich das gefragt? It's MAGA. It's Make America Great. M-A-G-A. M-A-G-A, mega, mach Amerika groß. What does that mean? Was bedeutet das? We think, Wir glauben, even in the movement, auch in der Bewegung, that this is some evil project. dass es ein schlechtes Projekt ist. He wants all the money. Er will all das Geld. No, he doesn't. Nein, That's das not what the issue is. interessiert ihn nicht, darum geht es nicht. What does it mean to make America great? Was bedeutet es, Amerika wieder groß zu machen? Daniel 11, Daniel 11, verse Vers 41. 41. They want to make the United States what? Sie möchten die Vereinigten Staaten zu was machen? Gott zu lieben. What's the phrase? What kind of, what it doesn't claim the United States in verse 41. In Vers 41 sagt es nicht, spricht es nicht über Amerika. You shall enter also into the, They want to make it glorious again. Sie wollen es wieder herrlich machen. they want to make it the glorious Sie land. wollen es zum herrlichen Land machen. How many glorious lands are there today? Wie viele herrliche Länder gibt es heute? Depends on what you define gloriously. Das hängt davon ab, was du als herrlich bezeichnest. You've got to run all our thread from days ago, weeks ago. Leave that for a moment. What's the underlying foreign policy agenda of the United States? Was ist die
unsichtbare Agenda der Vereinigten Staaten? Was verfolgen sie in Wirklichkeit besides oil? neben dem Öl? Imperialism? Is that what we said with it? It's not imperialism. Es geht nicht um Vormachtstellung. Christians don't want to be imperialists. Christen möchten keine Might look Imperialisten like that. sein. Well, they always say that they bring democracy everywhere and Sie ist- freedom. Christians, Es geht um Christen. They bring the Christian faith everywhere, not everywhere. wherever they want to go. They want to protect Sie möchten Oh, the Judeo-Christian. glorious land, das herrliche Land beschützen, Israel. Israel. So there's two glorious lands. Es gibt also zwei herrliche Länder. You can't protect Israel, Du kannst Israel nicht beschützen, the glorious land, das the true herrliche glorious Land, land, das wirkliche herrliche Land, unless you do what? wenn du nicht was tust. MAGA. Mega. You have to make America great Du musst Amerika groß machen, in order to protect um glorious das land. herrliche Land zu beschützen. So the United States must be what land? Welches Land müssen dann die Vereinigten Staaten sein? The Christian land. Das christliche Land. In God we trust. In Gott vertrauen wir, To do what? um was zu tun? To protect Zu beschützen, Israel. Israel zu beschützen. Without Israel, nothing's going to happen. Ohne Israel geschieht gar nichts. Two men Zwei Männer in order. in der Reihenfolge. Was it with the Dyson? No. I forgot. Darby Yeah. and Schofield. Darby und Schofield. The methodology or the doctrine has ended up being called what? Die Lehre ging so weit, dass sie folgendermaßen genannt wurde. Good. What's that in German? Dispensionalismus. What's crazy? Was verrückt ist, FFA. Who do they love? wen liebt FFA? Who do they love? No, Trump. Trump. God. Sie lieben Gott. They love God. Sie lieben Gott. They love Him so much. Sie lieben ihn so sehr. They're prepared to say Sie sind vorbereitet zu about the sagen, humans that they hate. They're prepared to say this about the humans that they hate. sie sagen das über die Menschen, die sie hassen. Lies. Lügen. They claim that we believe Sie gehen davon aus, dass wir glauben in dispensationalism. an Dispensationalismus. And when have you ever heard me Hast du jemals gehört, dass say that there's two glorious lands? dass es zwei herrliche Länder gibt? That you need to make America a Christian nation. Dass du Amerika zu einer christlichen Nation machen musst? It's not so that all those Christians can be rich. Es geht nicht darum, dass alle Christen reich sein müssen. It's not that they can crush Russia. Es geht nicht darum, dass sie Russland zertreten können Or their enemies with China. oder ihre Feinde wie China. Why does the United States have to be this great country Warum müssen die Vereinigten Staaten dieses große, mächtige Land sein, to protect Israel? um Israel zu beschützen? This is dispensationalism. Das ist Dispensationalismus. And this is the underlying driving force Das ist die Kraft, die Amerika treibt. behind American foreign policy. Die steht hinter der amerikanischen Außenpolitik. That's why they're fixated about the Middle East. Deswegen sind sie so auf den Mittleren Osten fixiert. The other channel is money. Everyone has got a problem with money, but Der- that's not the underlying issue. Der andere Kanal ist das Geld, aber das ist nicht die treibende Kraft. So, Trump is the figurehead of these Christians. We call it Protestant America. Der Trump ist die Galionsfigur vom protestantischen Amerika. And they want to put God before everything. Und sie möchten Gott vor alles stellen. When you do that, what will happen? Wenn du das tust, was passiert dann? Besides being a liar, Ganz abgesehen davon, dass du dann ein Lügner bist. you're a liar if you do that. Du lügst, wenn du das tust.
What will happen? Was wird geschehen? Es geht dahin, dass du deinen Nachbarn hast, deinen Nächsten. You end up hating your neighbour. What do we call that today? Wie nennen wir das heute In the movement, the phrases, the studies that we do, in der Bewegung? what issues are there if you don't even think of the people? Welche Themen gibt es da? Immigration. Einwanderung. What are these people prepared to do when they speak about immigrants? Wozu sind diese Leute in der Lage, wenn sie über Immigranten He sprechen? doesn't do it now, but he did in the early days. Er macht es jetzt nicht, aber in den früheren Tagen. We're speaking about the people that came from Wir sprechen Central and Southern America. über die Menschen, die aus Zentral- und Südamerika kamen. He says they're all what? Er hat gesagt, sie sind alles was? They're all murderers and rapists and Mörderer gangsters. und Vergewaltiger und Gangster. He has to do that Er muss das tun, if you love God. wenn du Gott liebst. What's the other issue that's coming up over and over again now? Und was ist das andere Thema, das immer wieder That's aufkommt? nationalism, Das ist Nationalismus, sexism. Sexismus. So where do we see this issue of sexism? Wo sehen wir das Thema des Sexismus? It's in multiple layers all the way through their society, through the whole society in the world. But there's a theme that keeps on recurring now. Es ist immer wieder in verschiedenen Ebenen zu sehen. Traditional marriage. Not traditional marriage. Nicht traditionelle Heirat, But you have lot of things. It's women's reproductive rights. Okay. das ist das Recht der Der Frauen. Abortion? Reproduktion. I'm just going to call it reproductive rights at the moment. Im Moment nenne ich das Reproduktionsrecht. 2 issues: 2 Themen, abortion Abtreibung and und And prevention. Well, what do you call this again? in English we call it contraception. Contraception. Schwangerschaftsverhütung. Yeah? They're the 2 issues: Es gibt 2 Themen. contraception and abortion. It's all about the rights of women Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung, dabei geht es um die Rechte der Frau, to control their own bodies. ihren eigenen Körper zu kontrollieren. We need to understand what the issues are Wir müssen verstehen, um was es da eigentlich geht, when we talk about contraception and abortion. wenn wir über Schwangerschaftsabbruch und Verhütung sprechen. These people, these Christians, Diese Christen, they love God. sie lieben Gott. Why did God invent sex? Warum hat Gott den Sex gemacht? According to them, Gemäß ihrer Sichtweise, to have babies, um Kinder zu zeugen, like a factory. wie eine Fabrik. And what are you not allowed to do? 5th commandment. Und wozu bist du nicht berechtigt gemäß dem 5. You're not Gebot? allowed to disobey your parents. Es geht um der Gehorsam der Eltern gegenüber. Goes from there to where? Geht von hier nach wohin? Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Can't do abortion. Du kannst keine Abtreibung machen. All logical conclusions Das sind alles logische when Schlussfolgerungen, you love God. wenn du Gott liebst. And what do you end up doing when you do that? Und wohin gelangst du, wenn du so denkst? You hate human beings. Du hasst Menschen. But this is not just here in 1 John. It says, you hate your brother. Wir finden das nicht nur im 1. Johannes, wenn es heißt, du hasst deinen Bruder. This is you hate women. Das heißt auch, du hasst Frauen. All of those people, most of them, they're all married. Die meisten Menschen sind verheiratet And they all love their wives. und sie lieben alle ihre Frauen. So what does it mean they hate? Was bedeutet dann, dass sie hassen? This is what I think we're not seeing Und das erkennen wir offensichtlich when we nicht, talk about equality or these issues. wenn wir über diese Themen und Gleichheit sprechen. These are directly doctrinal issues that were confronted by Paul. The same principles. Das sind Lehrpunkte, mit denen uns Paulus konfrontiert. You serve God Du dienst Gott and you'll be forced to hate women. und du bist dazu gezwungen, Frauen zu hassen. It might be forced
to hate other men, Es kann sein, it might be to. that you're forced to hate other men, Es kann sein, dass du dazu gezwungen wirst, andere Menschen zu hassen, children, Kinder, whatever it is, egal was es the ist. principle is this. Aber das Prinzip ist folgendes. You love God, Du liebst Gott, you hate humans. du hasst Menschen. And all we're identifying Und alles, was wir hier aufzeigen, is what that prophetic issue is today, um was es bei diesem prophetischen Thema heute geht, which is all the result of loving God. was alles da entspringt, Gott zu lieben. It's hatred towards human beings. Es ist der Hass gegenüber Menschen. We've called it nationalism. Wir nennen es Nationalismus. So that's why they're attacking immigration or immigrants. Deswegen greifen sie Immigranten an. So it's immigration, Einwanderung, women's reproductive rights, das Recht der Frauen, sich schwanger zu werden. it's not that these men hate women in the way that we might think. Es geht nicht darum, dass die Männer die Frauen hassen, in dem Sinne, wie wir das sehen. They say we love women, Sie sagen, wir lieben Frauen, but the way they treat them, aber die Art und Weise, wie sie behandeln. you know, we say they're not being treated equally. Sie werden nicht gleich behandelt. We soften all the language. We make it soft. Wir verweichlichen die Sprache. Let's call it what it is. Lass uns es so benennen, wie es tatsächlich ist. The expert on love, Die Experten in Sachen Liebe let him tell us what it is. lassen ihn sagen, was es bedeutet. It's hatred of women. Es ist der Hass Frauen gegenüber. Plain and simple. Einfach und klar. That's his word, not mine. Das ist seine Worte, nicht meine. John. Johannes, We picked this straight out of John. seine Worte, das geht um Johannes. It's hatred of people of another race. Er spricht über den Hass gegenüber Leuten anderer Rasse. It's not even just skin color. Es geht nicht nur um die Hautfarbe. These people in the glorious land, United States, Diese Menschen im herrlichen Land, den Vereinigten Staaten, they don't just hate Mexicans, sie hassen eigentlich nicht die Mexikaner, Latinos. die Latinos. Who else do they hate? Wen hassen sie denn? French, Franzosen, Germans, Deutsche, Europeans. Europäer. Their skin color is the same. Die Hautfarbe ist die gleiche. It's not just about skin color. Es geht also nicht um die Hautfarbe. That's just a form of this. Das ist nur die äußere Form. This is why people struggle to put a pin on Donald Trump and Deswegen- say he's racist. Deswegen möchten die Menschen nicht den Finger auf Donald Trump legen und sagen, er ist Rassist. 'Cause Es ist schwer, den Finger auf Trump zu legen. he surrounds himself with black people. Er umgibt sich mit schwarzen Menschen. I'm not saying he is or he is not racist, Ich sage nicht, ob er Rassist oder nicht ist, but that's not the issue. aber darum geht es nicht. The issue is Das Thema ist, not about skin coloring. We call it nationalism, es geht nicht um Nationalismus oder die Hautfarbe, but it's about immigration. es geht aber um die Einwanderung. You cannot dilute or weaken America. Du kannst Amerika nicht schwächen. It has to be the most powerful nation Es muss die Nation mit der größten Macht sein, because it's the big brother to whom? denn es ist der große Bruder zu wem? Israel. And so there's the third element, Es gibt ein drittes Element, which is homophobia. das ist die Schwulenfeindlichkeit. We're aware of the issue, Wir kennen das Thema, but the movement has not yet studied the subject out and put it into the public domain. aber die Bewegung hat das Thema noch nicht so studiert, dass es in der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. So again, you love God. Nochmals, du liebst Gott, That's the motivation das ist die for Motivation, hating homosexual people. um Homosexuelle zu hassen. Eine Frage? Take instead of love God another word for this.
kann man auch ein anderes Wort finden, nämlich die Liebe zu Gott. No. Do you have one? Hast du eins? Another word for love. Ein Ein anderes Wort für Gott Liebe, lieben. für Gott zu lieben. Do you want to choose one, or are you asking me for I'm options? asking you. Ist there's das eine another Frage? word for Adoration, Anbetung, reverence, Verehrung, worship, Anbetung, obey, Gehorsam. think about. You know, your attention is focused there. Meine Aufmerksamkeit richtet sich zu ihm. Okay, I think maybe people would better understand if you say the state, America, or want to be obedient to God. Ich würde es besser verstehen, wenn wir sagen würden, Amerika ist Gott gegenüber gehorsam. Want to be obedient. Möchte and want gehorsam to- sein. So, all the focus on God, it makes them that they begin to hate the human beings. Der Fokus ist so sehr auf Gott gerichtet, dass sie anfangen, Menschen zu hassen. I'm happy with that. Das ist für mich okay. That you want to use the word obey rather than love. Also du möchtest lieber Obey Gehorsam anstatt Liebe. Love is so great. You can put so many things in this, and maybe Liebe ist so vielfältig. other people got a misunderstanding about this. Vielleicht würden andere Menschen das falsch verstehen. Maybe we do. Vielleicht auch wir. Yes. So, Um, not, if you go to Acts chapter 5, verse 29, Apostelgeschichte 5, 29. what does it say, Sister Tamina? Acts chapter 5:29. You don't need to read it. What does it say? Was steht dort? Were we there already once? I haven't the Bible. Sister Esther just speaks. She wants to change the word. Schwester Esther möchte die the Worte verse say? verändern. Was sagt der Vers? Obey God more than men. Read it. Gehorche Gott mehr als ihnen. Acts 5 verse 6. 29. 29. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So I think that's a nice way to look at this instead of love. Das ist eine nette Art, die Sache zu betrachten und das Wort Liebe nicht zu Because benutzen. people say, these politicians aren't even Christian anyway. Denn die Menschen sagen, diese Politiker sind ja gar keine Christen. But they're following all the rules Aber of sie Christianity. beachten alle Regeln des Christentums. So, if you love God, Wenn du also Gott liebst, you're going to have a problem with immigration. dann hast du ein Problem mit der Einwanderung. You're going to have a problem with women's reproductive rights. Dann hast du ein Problem mit dem Recht auf Schwangerschaft von Frauen. And you're going to have problems with the LGBTQ community. Dann hast du ein Problem mit der LBGT-Community. And you will not give them the rights Und du wirst ihnen that nicht they das Recht geben, deserve. welches sie verdienen. So, is it your right Ist es also dein Recht, to receive medical care, medizinische Versorgung zu bekommen? or is it a gift? Oder ist es eine Gabe, ein Geschenk? Is it a right or a gift? Ein Recht oder ein Geschenk? I would say, You're not sure the answer? I'm not sure of the answer. Du bist dir der Antwort nicht bewusst? So, Sicher? you cut your hand. Du schneidest deine Hand ab. What does your body do? Was macht dein Körper? Bleeds and tries to clog up the. What will your body do? Was macht dein Körper dann? You get a virus, a bacteria, you cut yourself, whatever it is, your body always does what? Du kriegst Bakterien, Virus. Was ist es, was dein Körper immer macht? Heals itself. Er heilt sich selbst.
because you have an inalienable right Denn du hast ein unantastbares Recht, to protect yourself, dich to selbst heal zu yourself. bewahren oder zu heilen. You being the spirit, Du bist der Geist. the body being the shell that holds that spirit. Der Körper ist das Gehäuse, der den Geist in sich behält. It's built into your nature to automatically heal. Und die Natur möchte, dass automatisch geheilt wird. There should be no confusion of this. Da gibt es keine Verwirrung darüber. It's your right Es ist dein Recht, to receive medical care, medizinische Behandlung zu bekommen, to heal. um zu heilen. It's so obviously clear, Das ist so offensichtlich klar, except außer to Americans. für Amerikaner. It's really crazy Das ist echt verrückt. that they think this is like some payment scheme, this money-making scheme. Sie behandeln das so, als ob es nur ums Geld geht, zu zahlen. And all of this is based upon their love for God rather than humans. Und das ist die Grundlage für all dessen ist, dass sie Gott lieben und die Menschen nicht. The American model is this. Das amerikanische Modell sieht so aus. You're a priest Du bist ein Priester and you have to do what? und musst was tun? Serve God Gott dienen, rather than the man who's been attacked by those robbers is on the side of the road. auf Gott zu lieben, anstatt von Menschen, die sowieso nur Räuber sind an der Straße. Von Menschen, die, also anstelle einem Menschen zu helfen, der attackiert ist. Anstatt Menschen zu helfen, die am Straßenrand liegen. The Samaritan doesn't think that way. Der Samariter hat so nicht gedacht. He doesn't even know God. Er kannte Gott gar nicht. The whole methodology is wrong. Die ganze Methode ist falsch. And it should amaze us Und es sollte uns erstaunen, that nation that was supposed to be the glorious dass land diese Nation, die eigentlich das herrliche Land sein sollte, can get to a place where Da- they think dahin kommen, wo sie dann glauben, it's not your inalienable right Das- to receive medical care. dass es nicht dein unantastbares Recht ist, medizinische Behandlung zu bekommen. That it's some kind of gift that the state offers you. Dass es eine Art Geschenk ist, welches der Staat dir anbietet. And it's all based upon their perspective of God. Und das hängt alles mit ihrer Perspektive Gott gegenüber zusammen. If a man doesn't work, Ein Mensch, der nicht arbeitet, he should not soll receive medical care. soll keine medizinische Behandlung bekommen. It's this principle. God helps those Es ist ein Prinzip. Gott hilft jenen, who help themselves. die sich selbst helfen können. That's where their doctrine takes them. Da kommen ihre Lehren her. That's why most Europeans, Und deswegen they can't understand können die meisten Europäer nicht verstehen, how what we would call a civilized country wie wir ein zivilisiertes Land bezeichnen würden. would not take care of the medical needs of its most vulnerable people. Dass keine medizinische Behandlung den Menschen geben wird. All the issues that we're facing, Alle Themen, denen wir gegenüberstehen, they're all based upon this issue about who you will worship. sind alle zurückzuführen auf das Thema, wen wir anbieten. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, as we consider our own thoughts and feelings, indem wir unsere eigenen Gefühle und Gedanken betrachten, our own perspective of what is right and what is wrong, unsere eigenen Perspektive über das, was richtig und falsch ist. Lord, help us to see Hilf uns bitte zu sehen, how this principle wie dieses Prinzip, of loving you dich zu lieben, ends up making us hate our Da- neighbor. dahin führt, dass wir unseren Nächsten hassen. Help each of us to get onto the right side of these issues.
Hilf uns, dass jeder von uns auf der richtigen Seite dieses Themas steht. of immigration, Von der Einwanderung, of women's reproductive rights, das Recht der Frauen auf Schwangerschaft, of homophobia. auf Schwulenfeindlichkeit. Bless us, we Segne pray, uns. Darum bitten wir, so that we might choose the right. dass wir das Richtige erwählen mögen. We ask for this strength and this wisdom in Jesus' name. Wir bitten darum, um diese Stärke und die Weisheit in Jesu Namen. Amen.